Ja. In diesem Vorfall rücken Polizisten zu einem Einsatz aus, als es plötzlich zur Eskalation kommt. Der Täter zieht eine Waffe und innerhalb von Sekunden fallen Schüsse. Hey buddy, come here. Come here. Während sie sich der Gefahrenzone nähern, ruft ein Beamter plötzlich zur Vorsicht. Es kommt zu einem Schusswechsel. Inmitten des Chaos wird ein Polizist an der Hand verletzt. Die Kommunikation bricht nicht ab. Trotz der Verletzung bleibt der Beamte ruhig und einsatzfähig. Die Situation ist angespannt, aber die Kollegen sichern sofort das Umfeld. You better stop. You better stop. Stop! Stop! Shots fired! Shots fired! Are you hit? Yeah. Are you hit? I think I got hit in the leg. Something hit me in the leg. Der getroffene Polizist zieht sich zurück, während der Zugriff weiterläuft. Ein gefährlicher Einsatz. Zum Glück ohne tödlichen Ausgang. Wie hätte Ihrer Meinung nach diese Konfrontation enden können? Mitten in der Nacht geht ein Notruf bei der Polizei ein. In einer Wohnanlage in Fresno sollen mehrere bewaffnete Männer unterwegs sein. Sie brechen Fenster ein, geben sich als Polizisten aus und dringen in Wohnungen ein. Der Anrufer ist außer sich. Er beschreibt eine angespannte Lage mit mehreren Verdächtigen, die bewaffnet hin und her laufen. Copy. Oh, thank God. Forward to King 14. Give me. Give me. Stay right there. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. I got the car on the south side. Get on the ground. Don't fucking move. They're trying to drive away. Don't move. Don't move. King 14, they're going back towards you. Stop right there. Die Polizei trifft wenige Minuten später am Einsatzort ein. Schon beim Eintreffen ist Bewegung auf dem Gelände. Einige Personen versuchen zu fliehen. Plötzlich eskaliert die Lage. Schüsse fallen. Beamte gehen in Deckung. Die Situation ist unübersichtlich. Einige Verdächtige steigen in ein Fahrzeug, andere verstecken sich zwischen den Gebäuden. Die Polizei versucht, das Areal zu sichern und die Verdächtigen zu stellen. Die Lage bleibt angespannt. Jede Entscheidung zählt. Fired. Oh, God damn. Your hand. There's a guy in the car still. There's another guy in the car still. Another guy in the car. Ja. Let me get that. I got you. Hey, I'm gonna put this in my car. Nach einem intensiven Einsatz gelingt es den Beamten, mehrere Personen festzunehmen. Mindestens ein Polizist wird verletzt. Ob alle Täter gefasst wurden, ist zunächst unklar. Wie beurteilen Sie das Vorgehen der Polizei in dieser Situation? Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare.
In diesem Vorfall geht ein Notruf über Schüsse auf der Interstate 88 ein. Ein Beamter mit dem Rufzeichen 3G67 meldet wiederholt: Schüsse gefallen bei Meilenstein 108. Schon in den ersten Sekunden ist klar, es handelt sich um eine hochgefährliche Lage. Der Beamte fordert dringend Unterstützung an. Die Schüsse nehmen kein Ende. Dann der nächste Funkspruch: Er wurde am Arm getroffen. Shots fired! Shots fired! Milepost 1. Der Ort des Geschehens: die Stadt Delanesburg, nahe Meilenstein 108. Laut Polizeiangaben fliehen ein afroamerikanischer Mann und eine weiße Frau, zunächst zu Fuß, später versuchen sie ein Fahrzeug zu kapern. Die Situation eskaliert weiter. Während der Verdächtige ein Fahrzeug kapert, stellt sich heraus, es ist nach einem Unfall nicht mehr fahrbereit. Dennoch versuchen die beiden mit dem Ford Pickup zu fliehen. Milepost 108. 3D64, shots fired! 1113. 3D64, contact, shots fired. I'm hitting the arm. Milepost 108. Contact 3D64. 3D64, shots fired. Milepost 108, town of Delainsburg. One black male, one white female. Fleeing west to eastbound. Eastbound, shots fired, mile marker 108. Stage of a black male fleeing the scene there. Affirmative, they just hijacked the vehicle. It's immobile because it was in a collision. It's a Ford pickup. Get down! Ford pickup fleeing from the scene, hijacked vehicle. 3G64, are you secure? Mehrere Beamte sind mittlerweile vor Ort. 3G67 gibt erneut durch. Ich bin verletzt, im Arm. Die Kommunikation ist unterbrochen. Die Lage bleibt chaotisch. Immer wieder fordern die Beamten die Verdächtigen auf, sich zu ergeben. Hände hoch, verlassen Sie das Fahrzeug. Doch es folgen keine Reaktionen. Stattdessen kommt es zu derzeit zu weiteren Schüssen. Get out of the vehicle! 15-9-2-1-3. Put your hands up and get out of the vehicle! Now! 3G22, 3G23. Get out of the vehicle! 3G22, I need to start I-88 eastbound. Mile marker. Der Ford Pickup, in dem sich die Verdächtigen verschanzt haben, wird zur Gefahrenquelle. Die Polizei meldet, die Schüsse kommen direkt aus dem Fahrzeug. Inzwischen haben die Beamten die Umgebung abgeriegelt. Trotzdem bleibt die Situation angespannt. Der Verdächtige scheint entschlossen, sich nicht zu ergeben. Get out of the vehicle! And 2-3, believe I am still in an active situation. Shots still being fired. Get out of the vehicle! Put your hands up! Put your hands up! Shots fired. Put your hands up and get out of the vehicle!
Immer wieder kommt der Befehl über Funk. Hände hoch, verlassen Sie das Fahrzeug. Doch es passiert nichts. Die Beamten erkennen, dass es sich um eine aktive Schießerei handelt. Die Verdächtigen feuern weiterhin. Ein weiterer Anrufer meldet, dass er in einen Unfall verwickelt war und dann beschossen wurde. Die Lage ist unübersichtlich, aber eines ist klar, die Verdächtigen zeigen keine Bereitschaft zur Aufgabe. It's gonna be the town of Waynesburg. Put your hands up! 98, Waynesburg. Copy. 172, Scary, copy en route. Put your hands up! 36. MS gauges. Lat 1510. 36. Put your hands up and get out of the vehicle! 71. 71. Oh. 6-4 Scary, be advised I'm hitting the left arm. Put your hands up! CSV to 6-4, 1118. For DOT and also the way. I can know, feature 6-4 is the wall, just got hit the right arm. 3G64, all eastbound traffic is stopped due to a collision. I have the suspects hold down in a vehicle they tried to obtain from the collision and it's immobile. They're inside actively shooting. Put your hands up! Put your hands up! Thank you, 401. Put your hands up! 3G64 ComSec. 3G64. The shooter is on foot, fleeing into the wood line, south of... Schließlich meldet 3G67, dass der Schütze zu Fuß flieht, in Richtung des angrenzenden Waldgebiets, südlich der Ibodestete A8. Eine Luftunterstützung und ein K9-Team werden angefordert. Die Beschreibung des Täters: schwarzer Hoodie, kurze Hose, bewaffnet mit einer silbernen Pistole. 7. Der Täter flüchtet weiter zu Fuß, schwer bewaffnet, während die Polizei das Gebiet durchkämmt. Die Suche konzentriert sich nun auf das südliche Waldgebiet bei Delansburg. Dieser Vorfall zeigt erneut, wie schnell eine alltägliche Verkehrssituation in eine lebensbedrohliche Lage umschlagen kann. Für die Beamten vor Ort war jede Entscheidung eine Frage von Sekunden. Wenn Sie Einschätzungen zur Taktik der Polizei oder Fragen zu diesem Einsatz haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Und wenn Sie weitere reale Einsätze aus nächster Nähe verfolgen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. 6-4 ComSec.